Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum zweiten Teil meines kleinen Zigarren-Einmaleins. Ich bin der Jean und im heutigen Teil geht es um die Frage bohren oder schneiden. Im ersten Teil meines Zigarren-Einmaleins hatte ich dir erklärt, wie du als Zigarrenraucher Anfänger am besten eine gute, anfängergeeignete Zigarre finden kannst. Und ich setze jetzt mal voraus, du hast dir eine schöne Zigarre besorgt. So, und jetzt geht es schon fast an den Genuss derselben. Aber wie du siehst, deine Zigarre hat nur ein offenes Ende sozusagen, das andere Ende ist zu, so kann sie also nicht geraucht werden. Das heißt, wir müssen sie also entweder anbohren oder, wie gesagt, anschneiden. Die gute Nachricht wiederum, es gibt bei beiden Methoden kein richtig oder falsch, es ist einfach eine Geschmackssache. Nachteile in dem Sinne haben die Methoden jetzt auch nicht unbedingt. Es gibt aber natürlich bestimmte Zigarrenformate wie dieses jetzt zum Beispiel, wo man schon sieht, na, da wird es schwierig mit dem Bohren. Also da ist der Kopf hier von der Zigarre einfach zu klein. Das funktioniert also nicht wirklich. So ein Format müsste man also eher schneiden. So, das heißt Nachteil, wenn man so will, vom Bohren ist nicht für alle Zigarrendurchmesser geeignet. Und auch beim Schneiden, da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, einen geraden Schnitt oder einen V-Schnitt, also wirklich einen V-förmigen Keilschnitt sozusagen zu wählen. Ja, Gefahr beim Schneiden ist eigentlich immer, man schneidet zu viel ab. Denn es soll bei der Zigarre wirklich nur vom ganz obersten Rand vom Deckel sozusagen. Wenn man sich die Zigarre genau betrachtet, sieht man, dass sie geklebt ist hier oben, bevor sie dann hier in den Körper übergeht, also ins Deckblatt dann. Und man soll wirklich so immer schneiden, dass man das Deckblatt nicht beschädigt. Also wirklich immer nur die ganz oberste Kappe. Und da kann es natürlich mal passieren, dass man mit dem geraden Schnitt zu weit unten ansetzt, das Deckblatt beschädigt. Beim V-Schnitt ist die Gefahr ein bisschen geringer vielleicht, weil die Cutter auch schon so hergestellt sind, dass man die Zigarre da sehr schön reinlegen kann und dann abschneiden kann. Das zeige ich gleich auch nochmal. Ansonsten beim geraden Schnitt habe ich persönlich das Gefühl, dass ich häufiger dann mal während des Rauchens einen Tabakkrümel im Mund habe, als beim V-Schnitt. Da habe ich das nicht und beim Bohren auch nicht. Aber wie gesagt, Geschmackssache, experimentierfreudig sein, ausprobieren und dann das machen, was für dich am besten passt. So, und jetzt zeige ich kurz, wie ich bohre und wie ich gerade schneide und den V-Cut ansetze. Für gerade Schnitte verwende ich gern diese Doppelklingen-Cutter, weil dann einfach die Gefahr geringer ist, dass man die Zigarre zu sehr eindrückt, weil hier eben beide Klingen wirklich schön aufeinander zufahren. So, und das setze ich dann so an, dass eben wirklich nur der oberste Deckel sozusagen der Zigarre abgeschnitten wird. Ich hoffe, das kann man jetzt so sehen. Mein bevorzugtes Format ist die Robusto. Das ist also dieses hier und das eignet sich hervorragend zum Bohren. Und das mache ich dann so, also der Bohrer wird so auseinandergezogen und dann bohre ich das in die Zigarre rein, bis dieser Metallrand also nicht mehr zu sehen ist. Also ich mache das immer mit einer Hin- und Herbewegung so, bis eben, wie gesagt, das ganz in der Zigarre versunken ist. Dann ziehe ich es einfach wieder raus. So, und beim V-Cut funktioniert das Ganze dann ähnlich. Da wird die Zigarre hier direkt in den Schneider reingelegt, in den Cutter reingelegt und dann auch wieder mit einer Bewegung schön durchgezogen hier. So, also auch ein Vorteil vielleicht vom Bohren. Man hat weitaus weniger Sauerei.
So, und dann sieht das Ganze so aus. Da sieht man also jetzt richtig schön diesen V-förmigen Keilschnitt. Und ja, wie gesagt, das muss man selber dann ausprobieren, ob einem das lieber ist oder der gerade Schnitt. Das war mein Tipp für dich für heute. Beim nächsten Mal erzähle ich dann was zum richtigen Anzünden und Genießen einer Zigarre. Lass mir gern deine persönliche Zigarrenfrage unten in den Kommentaren da. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.